2 für 300 in Venezia. mit prachtvollen Palazzi, cooler Kulisse und mysteriösen Momenten. The Lady in Black. Besten Blicken und flammender Kunst. Wow, Bella Venezia. Wir sind da, Tamina. Ja, und guck, hier kommt die Gondel, die Rialto-Brücke, Canal Grande, mittendrin. Aber es ist ja schon eine Herausforderung hier, finanziell Ja, es durchzukommen. ist eine teure Stadt, aber ich bin mir sicher, dass wir das irgendwie meistern. Das meistern wir. Vor allem entdecken wir mal ein bisschen auch die abseitigeren Gässchen. Das habe ich mir gedacht. Meinst du, das kriegen aber wir hin? ein bisschen so die üblichen Dinge machen wir auch, oder? Beides, auf jeden Fall. Ich bin schon ganz verzaubert wieder. Ich auch. Klar, Ich es freu ist kein mich. Geheimtipp mehr, aber es ist, man muss es mal gemacht haben, Ganz oder? ehrlich, wir machen es zum Geheimtipp wieder. Gut. Wo wollen wir lang? Ja. Schwimmen kann ich nicht. Ja, du weißt doch immer der Nase nach. Ja, da lang. Da lang. Willkommen in Venedig. Über 400 Brücken, knapp 50.000 Einwohner und Wasser, wohin das Auge reicht. Die Lagunenstadt ist eines der beliebtesten Reiseziele weltweit. Für viele Mythos- und Sehnsuchtsort, aber auch Touristen-Hotspot und Inspirationsstätte zugleich. Spannende Frage, hält Venedig trotzdem noch geheimere Ecken bereit? Und können wir uns überhaupt 2 Tage für 300 € hier leisten? Genau das wollen Uwe und ich herausfinden und starten wie immer direkt mittendrin. Hier, Europa, Italien, Venedig. Du hast das Ziel erreicht. Das ist unser Hotel, Uwe. Das ist Ihr Ja, Preis. und erschwinglich, außerhalb der Saison zumindest. Buongiorno. Buongiorno, welcome. It's a palazzo, huh? Ja, genau, ein alter Palast aus dem 15. Jahrhundert. Ich erfahre noch, dass auch Robert De Niro schon Gast in diesem Adelspalast war. Also ein Haus mit echter Geschichte. Im echten Venedig. And you're directly to the Und ihr seid direkt am Wasser. Absolutely. Absolut, wir schauen auf einen großen Kanal. And this Und diese Gegend ist nicht nur touristisch, sondern auch ein bisschen gemischter. but a mixed area. It's a mixer. Die Gegend ist gemischt. Es ist einer der Orte in Venedig, in dem noch Venezianer wohnen. Eine gute Wohngegend. Residential area. Und wie sieht's hier mit den Preisen aus? Well, roughly we are in Der Preis pro Zimmer liegt ungefähr bei 100 bis 150 €, ganz abhängig von der Saison und vom genauen Tag. Wochenenden sind normalerweise teurer als unter der Woche. the week. Super. Boah, diese hohen Decken hier, huh? Venezianischer Schaum. Tada. Okay. Oh, mit Badewanne. Oh. Schau, es ist sehr viel Platz. Jeder hat eine Sonne über dem Kopfkissen. Schön. Und jetzt gucken wir, was wir sehen. Ah, ich werd verrückt. Man sieht den Kanal. Was für eine Aussicht. Ein individueller Palazzo mitten hier am Kanal und so. Also, auf in die Stadt. Und die wollen wir jetzt endlich erkunden. Unser Motto? Einfach treiben lassen. Hauptsache abseits. Das ist echt eng hier. Es wird immer dunkler. Na geh. Ja, Uwe, Abenteuer. Du wolltest doch Abenteuer. Ja, unbedingt. Wow. Hey. Krass. Das ist sehr spannend. Das Gala, Treppe. Hier, Treppe, die Bovolo, nach da ganz oben. Oh, Was denn? Ticket Office. Überraschung. Ich check mal schnell. Palazzo Contarini. 8 € Eintritt. Man kann aber hoch und man kann vor dem Turm gucken. Und es ist auch Kunst noch innen drin zu sehen. Siehste, was für uns beide. Gönnen wir uns? Ja, gönnen wir Gut. uns. Wir sind alleine hier, Uwe. Ja, das war wieder die richtige Entscheidung, oder? Schau mal, hier kannst du die ganze Stadt überblicken. Wow.
Boah, jetzt sieht man die Basilika hier richtig toll. Guck mal, wie groß die ist. Die zieht sich da hinten noch lang, weiß nicht bis ganz da, aber toll, ha? Jetzt kommt ein kleines Foto, wir zwei. Komm mal her. Wir zwei und zwischen uns der Turm. So, die Beletage. Und hier Museum. Die Nebenetage hält noch eine Überraschung bereit. Wofür man in großen Museen anderer Städte viel Geld bezahlen muss, das bekommen wir hier quasi als Beifang. Ganz umsonst. Das ist der Tintoretto. Il Paradiso heißt es. Der ist immer hier und drumherum sind wechselnde Ausstellungen. Ah, okay. Das ist schon ein Schinken. Wow, beeindruckend. Noch ein letzter Blick auf hohe Malerei. Dann geht's weiter durch geheime Gänge und versteckte Gassen. Ah, Gondola. Na, das wär's doch, Uwe, oder? So richtig herrschaftlich in der Gondel über die Kanäle schippern. Ich glaube, das ist eine andere Folge, eine andere Serie. Ob das unser Budget zulässt? Nicht wirklich. Ah, das hat doch was hier, oder? Ja, wir gucken mal. Vielleicht schaffen wir das ja noch in irgendeiner Form. Da bin ich mir sehr sicher. Wen haben wir denn hier? Die Masken sind natürlich schon ein Riesenthema hier, ne? Das sieht doch recht authentisch aus. Hier, guck mal, diese Masken. Die sehen gar nicht so schlecht aus, ne? Nee. Mask for Stanley Kubricks Film Eyes Wide Shut. Wow. Tom Cruise und Nicole Kidman. Okay. Buongiorno. Venezianische Masken kennt man ja, eine alte Tradition. Aber warum eigentlich? Was steckt dahinter? Wir nutzen die perfekte Gelegenheit und fragen mal nach. Buongiorno. Do you speak English? Sprechen Sie Englisch? Ich kann auch ein bisschen auf Deutsch sprechen. Auf Deutsch? Perfekt. Ja, wir sind hier vorbeigekommen und haben gesehen, das ist wirklich so ein ganz authentischer Masken. Ja, das ist unsere Laden und Werkstatt auch. Was sind denn die traditionellen venezianischen Masken? Wir sehen immer wieder dieses Motiv hier, diesen Schnabel. Naja, also Aber es gibt mehrere, aber die traditionellste, es ist sicherlich das hier. Das heißt Bauta. Die Form ist die traditionellste, wir haben in Venedig. Und das war benutzt, um die Identität zu schützen, sozusagen. Also im Inkognito zu bleiben. Und diese Form kommt, weil es ist sehr praktisch und du kannst damit auch trinken und essen eventuell. Ach so, verstehe. Und welches war jetzt für die Damen? Also für Damen hatten wir diese bestimmte Maske. Klein und schwarz. Und das hat keine Strings. Ja, kein Gummi dran. Kein Gummi dran. Es gab hier aber etwas, um die Masken auf dein Gesicht zu halten. Ah, wie denn? Okay, ich muss das auf Englisch Ja, sagen. okay. Man musste hier auf den unteren Teil beißen. Aber dann kannst du nicht reden. Genau, das Spiel war, dass ich als ein Mann had to convince you. Genau, im Spiel war das so, dass ich als Mann mit Gestiken und schönen Worten dich davon überzeugen musste, deine Maske abzunehmen und somit dein Gesicht und deine Stimme zu zeigen. Okay, das ist ja eine interessante Geschichte, oder? Der Mann hat eine Maske, wo er sprechen kann und beeindruckt die Frau so lange, bis sie ihre Maske auszieht und ihre Stimme preisgibt, weil sie ja nicht sprechen kann unter dieser Maske. Genau. Mysteriöse Lady in Black. Grazie mille. Ciao. Ciao. Wuff. Die Kontraste sind krass hier, ne? Man kann in den Gässchen sich verlieren, es ist ganz ruhig. Dann kommst du um die Ecke und es macht Wumm. Aber das war richtig boom, ne? Und wir mitten rein. So, und Basilika di San Marco, meine Herren. Ist es schön. Troppe bottiglie di vino. So, wenn man sich hier so ein Gedeck gönnt, ne, dann ist man ganz viel Geld los, Uwe. Das machen wir natürlich nicht. Selbstredend nicht. Nein.
Ein Cappuccino ab 12 €. Das sparen wir uns jetzt. Rumore, luci, discoteca. Lei ama I brani anni 90. Mi sa bene. Die Basilika di San Marco. Riesenschlange, die wollen da jetzt alle rein. Wir nicht, oder? Nein. Nein. Io non l'ho scelto, ma sono sveglio. Jetzt geht's hoch hinaus. Ja, geh schon mal vor. Ja, ja, ja. Nessuno lo sa, comunque mi va. Per adesso, Boah, diese Pracht und direkt am Wasser hier. Früher durften ja die Kreuzfahrtschiffe ja noch direkt vorbeifahren. Das dürfen sie jetzt nicht Stell mehr. mal vor. Wahnsinn. Aber wir wollen auf den Turm, Uwe. Ah, okay. Wie kommen wir da hin? Na, du schwimmst und ich nehme eine Gondel. Ist klar. tu sei là. Nein, wir nehmen ein Vaporetto, ein Wassertaxi. Das kostet zwar 9,50 € pro Nase, ist also ziemlich teuer. Aber das Tolle daran ist, das Ticket ist 75 Minuten lang gültig. Das heißt, mit einem Ticket können wir gleich mehrere Sachen erleben. Unser erstes Ziel, die beste Fotoansicht auf die Lagune von der anderen Seite. Von der Insel San Giorgio Maggiore. 2 Tickets, jeweils 8. Grazie. Nessuno lo sa, comunque mi va. Per adesso mi va. Guck dir das an. Der Markusplatz. Schneebedeckte Gipfel. Die Lagune. I know that you're waiting for me like a dog. But have some patience for the part of me that's lost. So herrlich. Hat sich gelohnt. Und jetzt nutzen wir die Zeit noch und fahren noch ein bisschen Bootchen. Hello, hello. Vor oder hinter? Nach vorne. Gut. Jetzt also das zweite Ziel. Wir nutzen die Restlaufzeit des Tickets für ein echtes Highlight. Eine Fahrt auf dem Canale Grande. Da ist richtig was los hier auf dem Wasser, ne? Wassertaxis, andere Vaporettis, Gondeln. Und dann diese Paläste hier. Also, fantastisch. Und was für Paläste. Einer schöner und imposanter als der andere. Fast wie ein Märchen. Ein bisschen surreal. Im Norden der Lagune machen wir dann Halt in Cannaregio. Immer noch sollen in Cannaregio mehr Einheimische als Touristen unterwegs sein. Ob ich hier wohl für Uwe auch typisch venezianische Küche finde? Nicht zu teuer? Es riecht so gut, dieses Wasser, ne? So So schön. nach Meer. Ab und zu hört man eine Möwe an diesen Kanälen entlang. Schon mal hier, Casa Bonita. Now serving wonderful food to make you happy. Uwe, to make you happy. Buonasera. Hallo. Grazie mille. Da wir ja im Wasser sind, würde ich am liebsten irgendwas mit Fisch essen. Ja. Miesmuscheln aus der Lagune könntest du. Spaghetti mit Miesmuscheln aus der Lagune. Hört sich doch gut an. Und hier, ich nehme mit Sepia Tante und Lorbeeraroma. Das ist das Dunkle, ne? Allora. Oh, jetzt muss ich noch mal schnell auf Italienisch suchen. Spaghetti con cozze nostrane. Sì. Es al nero di sepia. Sì. Dieses venezianische Dinner gibt's nicht zum Schnäppchenpreis. Wein ist okay mit 4 € pro Glas, Pasta kosten aber 16 pro Kopf. On top Coperto, auch noch 2,50 € für Brot und Gedeck. Oh mein Gott! Pepe Fresco! Na, das ist ja genau mein Ding. Das größte Pfefferding meines Lebens. Nein, ich fasse es nicht. Kann ich mal ein Foto machen? Wait. Das ist ja unglaublich. Uwe, das glaube ich jetzt nicht. Wo ist denn das? Fein. Ist gut? Genau richtig. Das war doch jetzt herrlich, oder? Schon, oder? Genießen, das kann man in Italien einfach bestens. Und Venedig jetzt so am Abend, Tagestouristen sind weg. Haben wir ganz für uns alleine gefühlt.
Das ist eine ganz besondere Stimmung, so nachts jetzt nochmal. Ja, dann lass uns noch ein bisschen flanieren. Wie schön. Genau, flanieren ist das richtige Wort. Viel flaniert am ersten Tag und doch schon 211 € verprasst. Bleiben uns nur 89 € übrig vom Budget. Für Venedig an Tag 2. Buongiorno, Uwe. Buongiorno, Tamina. Was wollen wir denn heute noch entdecken? Also ich bin ja total begeistert von dem ganzen Wasser hier. Und das spiegelt sich alles so schön. Oh, ich würde gerne noch ein bisschen so ans Wasser. Kanäle, Brücken, ja. Und ich würde gerne noch ein bisschen geschichtlich, ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe da schon eine Verabredung im Blick. Hast du? Und ein bisschen treiben lassen und ein bisschen Venedig-Feeling. Ja, dann lass du dich treiben und ich folge dir einfach auf Schritt und Tritt. Das ist eine gute Idee. Oh, buongiorno. Sieht schön aus. Super. Doktorwürde. Ja. Mamma mia. Ai, ai, ai. Dove lo vediamo dopo? So, Uwe, jetzt sind wir gleich Campo della Carità. Ist ja schön, sich so treiben zu lassen, aber ich finde es immer wieder auch nett, sich ein bisschen erklären zu lassen, was die Geschichte hinter den Fassaden ist. Und deswegen haben wir jetzt eine kleine Tour. Aber eine Tour? Müssen wir, ja. Eine ganz besondere. Wir müssen nach Maria Ausschau halten, die hier, Campo della Carità. Ah, guck mal, ist sie das? Maria? Hi. Ah, Nice to meet you. Tamina. I'm Maria. Ich bin Maria Laura, aber du kannst mich Mary nennen. Nur meine Mutter nennt mich Maria Laura, wenn ich was angestellt habe. Okay, das ist Uwe. Hi, freut mich. Und wo willst du mit uns hingehen? Go. You don't need Mich braucht ihr ja nicht, um die Highlights zu finden. Zumindest nicht die offensichtlichen. Ja, wir haben schon ein paar Highlights gefunden, ne? Vielleicht habt ihr schon einiges gesehen hier. Aber das hier ist eine Tour durch den südlichen Teil von Venedig. Durch das Dorsoduro-Viertel. Da befinden wir uns nämlich jetzt. Okay. Maria arbeitet für Touring Different. Das heißt, Reisende sollen die Stadt so erleben, als wären sie Einheimische. Umsonst ist die Tour nicht. Am Ende bezahlt jeder einfach das, was er für angemessen hält. Aperol Spritz zu dieser Uhrzeit, 11:45. 11:45 Aperol Spritz. Naja, es ist schon spät. Also wir finden es schon spät. Spät? Wann fangt ihr denn an? Nein, Spaß, war ein Witz. Aber Spritz geht doch immer. Im Sommer, im Winter, es ist so erfrischend. Es ist ein Must-Have, oder? Ja, es ist auf jeden Fall ein Must-Have. Must-Haves und Alltagstipps sind aber nur ein Teil der Tour. Maria ist Kunsthistorikerin und hat viele spannende Geschichten für uns parat. Oh, das ist so beautiful. Es ist echt wunderschön. Also das ist das Cadario-Gebäude. Oder das verfluchte Gebäude. Das ist die Rückseite. Ist auch schön. Aber die Fassade von vorne ist viel schöner. Deswegen habe ich euch gesagt, ihr müsst Venedig vom Wasser aus sehen. Weil, wenn ihr das hier verpasst, ist echt eine Schande. Ach, das ist die Vorderseite. Guck, vom Wasser aus ist das Haus, was wir hier von hinten sehen. Yes. Und was genau ist jetzt die Geschichte dahinter? Also in Venedig nennen wir es das verfluchte Gebäude, weil es hier einige Legenden gibt. Und zwar viele, die hier gelebt haben, sind auf eine schreckliche Art gestorben. Echt? Ja. Der Legende nach gehörte das Gebäude Giovanni Dario. Und er schenkte es seiner Tochter Marietta zu ihrer Hochzeit. Marietta lebte mit ihrem Mann in Venedig. Und als der Vater starb, sind die beiden in das Haus hier gezogen. Sie haben dort glücklich gelebt. Alles war gut. Aber eines Tages wurde der Mann in einer der Gassen nicht weit von hier tot aufgefunden. Und der Legende nach war seine Frau so traurig, dass sie sich das Leben nahm, indem sie in den Canale Grande sprang. Oh, really? Außerdem gab es noch einen Diamantenhändler, superreicher Typ, der hier einzog und dann all sein Reichtum verlor und ganz arm starb. Und dann gab es noch einen Adligen, ein Italiener aus Turin, Filippo Giordano di Lanze. Und auch der wurde tot in seinem Bett gefunden. Interessant, interessant. So, also jedem, dem das Haus gehörte, standen Probleme bevor. Na, nicht allen, nur den Männern. Only men. Uwe, nur die Männer, die hier drin gewohnt haben, hatten schlimme Dinge erlebt.
Da gibt's noch was ich euch sehr gern zeigen möchte. Das hier ist ein Traghetto. Übersetzt bedeutet Traghetto Fähre. Aber es ist keine Fähre, sondern eine Gondel. Gondel? Ja, eine richtige Gondel, die dich für 2 Euro über den Canale Grande bringt. Uwe, man kann hier für 2 Euro über den Kanal mit einer Gondel. Das ist doch gut zu wissen, oder? Gut zu wissen. Maria, du bist ja eigentlich gar nicht aus Venedig. Was bringt dich denn in diese schöne Stadt? Genau, ich bin nicht aus Venedig, sondern aus der Toskana, aus einer Stadt namens Prato, in der Nähe von Florenz. Naja, also anfangs habe ich mich vor allem in die Schönheit von Venedig verliebt. Und als ich dann hierher gezogen bin, habe ich festgestellt, dass ich ehrlich gesagt nirgendwo anders leben möchte. Es ist eine langsame Art zu leben, ein langsamer Lifestyle. Es ist weniger Stress. Ich sage immer, dass Venedig wie ein kleines Dorf ist. Es gibt weniger als 50.000 Einwohner. Aber natürlich mit einem internationalen Aspekt, weil es zu jeder Zeit und an jedem Ort immer Leute gibt, die von überall herkommen. Für mich ist das eine echte Bereicherung. So thank you so much for showing us the city. Danke auf jeden Fall, dass du uns die Stadt mit deinen Augen gezeigt hast und all die versteckten Orte und so. Danke euch. All the best for you. Danke. Grazie. Vielen Dank und dir und Venedig alles Gute. Ich hätte da noch eine Frage. Ich weiß, dass Tamina es lieben würde, mal mit einer Gondel zu fahren. Hast du vielleicht einen Tipp für mich, wo ich so eine Fahrt ein bisschen günstiger bekomme? Den besten Tipp, den ich habe, ist es, sich eine Gondel zu teilen. Pro Gondel dürfen nämlich immer 5 Leute mitfahren, aber man bezahlt pro Boot. Das heißt, man kann sich also zusammentun. Großartig, danke für den Tipp. Bye bye und hab noch einen schönen Tag. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Bei einem Venedig-Trip stehen ja oft auch die Glasbläsereien auf dem Programm, auf der Insel Murano. Aber das ist oft touristisch und ziemlich teuer. Stattdessen habe ich eine Künstlerin gleich hier in Dorsoduro im Blick, die aus Glas Schmuck herstellt. Guck hier. Schmuck, aber eben auch Glasschmuck. Buongiorno. Buongiorno. Chi parla italiano? Sprechen Sie Italienisch? Poco? Perfekt. Zumindest verstehe ich ein bisschen. Sprechen Sie vielleicht auch ein bisschen Englisch? Nein, ganz schlechtes Englisch. Es wäre besser, wenn wir auf Italienisch reden. Wir mischen einfach. Warum nicht? Look at this. Guck mal, Uwe, hier wird schon direkt. What is it already a glass material? Ist das jetzt auch schon Glas? Ja. Lasst mich das kurz zu Ende bringen. Moment. Yes, allora. Das hier ist altes Murano-Glas. Was ist denn so besonders am Murano-Glas? Warum genau ist es so berühmt? Ja, es ist sehr klares Glas und die Farben sind besonders schön und außergewöhnlich. Andere Farben als in Europa. Die Künstlerin will uns zeigen, wie sie Perlen aus Murano-Glas herstellt. 6 Euro kostet die Demo pro Person. Nella storia, le prime perle che si sono trovate. Die Geschichte? Die ersten Perlen hat man für Rosenkränze verwendet, also für das Beten von Rosenkränzen. Molti colori, molte Es waren die Perlen der Kette. nel passato. Viele der heutigen Farben sind denen von echten Edelsteinen oder Perlen nachempfunden und so sind viele Farben auch nach ihnen benannt. Topaz, Rubin, Amethyst. Es sind alles Nachbildungen von echten Edelsteinen. Ametista. Imitazioni delle pietre preziose. Ja, sì. Jetzt macht sie die Perle. Unser Beruf ist ein bisschen wie der eines Träumers. Man muss sehr langsam sein, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Lento, se vuoi fare una cosa bella. Tamina, Ja. ich habe jetzt mir was mal überlegt. Weil du ja so gerne mal mit der Gondel fahren willst. Und das ja eigentlich viel zu teuer ist, Viel zu teuer. habe ich mich schlau gemacht. Und zwar, wenn du zu mehreren Personen fährst, kostet das nachher weniger. Und deswegen dachte ich mir, wir haben ja hier ein Riesenteam. Hallo? Ei. Ach so.
Oh, Und mit dem Team schlau. zusammen kostet es nur noch 16 Euro pro Person. 16 Euro pro Person. Und da steht deine Gondel. Nee, komm. Cool. Buongiorno. Mamma mia. Allora. Sprichst du ein bisschen Englisch? Ja, natürlich, kein Problem. Englisch, ja cool. Da dürfen wir jetzt mitfahren. What an idea. Was für eine Idee. Okay, können wir einfach hier reinspringen? Kein Problem. Okay. Ciao. Also, dass ich das noch erleben darf, Uwe, mit dir in Venedig in der Gondel. Ist ja schon fast sehr touristisch, ne? Aber es ist halt auch ein Klassiker. So, Tamina, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's rein. Das ist eben das Schöne. Da kommst du teilweise ja nur mit dem Boot hin. Es ist schon sehr special, ha? Das ist es. Jetzt hier vor uns ist die wichtigste Brücke, natürlich nach der Rialto-Brücke, die Seufzerbrücke. Warum ist die so wichtig? Weil hier auf der rechten Seite, hier in diesem weißen Palast, gab es mal ein Gefängnis. Und hier auf der linken Seite gibt es den örtlichen Palast. Das war der Palast der Dogen. Deswegen heißt der Name Dogenpalast. Und um von rechts nach links zu kommen, mussten die Verurteilten also über diese Brücke gehen. Und wenn du jetzt nach oben schaust, dann siehst du die Fenster. Bevor also der Verurteilte über diese Brücke ging und danach gestorben ist, hat er aus dem Fenster einen letzten Blick auf Venedig geworfen und musste dabei seufzen. Deswegen heißt die Brücke Seufzerbrücke. Und dann wurden sie also umgebracht, wenn sie drüber gegangen sind. Naja, es kommt drauf an. Manchmal wurden sie umgebracht oder sie wurden freigelassen. Das hier ist das Boot meines Vaters. Es hat auch eine emotionale Bedeutung für mich, weil mein Vater viel gearbeitet und auch viel geopfert hat, damit ich jetzt diesen Job machen kann. Genauso ist es auch für meine Familie. Deswegen ist es für mich eine große Ehre, diesen Job machen zu dürfen. Jeden Tag. Ja. Man versteht die Stadt anders auf dem Wasser aus, ne? Ja, vor allem ist es viel ruhiger. Ne? Es ist so relaxed, weil diese Boote ja auch keinen Motor haben. Ne? Dann kommst du vom Gewimmel hier rein in diese kleinen Kanäle. Das ist eine komplett andere Stimmung. Tamina. Unser Venedig-Moment ist gekommen. Oh, ist das schön, Tamina. Am Kanal in Venedig, ein Aperol Spritz, das Was willst du mehr? Diese Farbe, guck mal, der Klassiker. Ja, das ist zu gut, um wahr zu sein. Viva Venezia. Und was haben uns 2 Tage Viva Venezia gekostet? Der Palazzo schlug mit 105 € samt Frühstück zu Buche. Aussichten, Eintritte und die Tour mit Maria kamen auf immerhin 74 €. Gespart haben wir diesmal bei Pasta und Spritz, nur 53 €. Vaporetto-Ticket gab's für 19 € und die traumhafte Gondelfahrt dank Uwe und Team nur 32 €. Macht alles zusammen 283 €. Tamina, Venedig. Bella Venezia. Bella Venezia. Ach, was für eine wunderschöne Stadt, oder? Ja, so schön. Es ist wieder. natürlich kein Geheimtipp mehr, aber es ist einfach eine Stadt, die hat einen Zauber und einen märchenhaften Charme, den man sofort spürt, wenn man hier ist. Und es ist keine Kulisse, es ist alles echt. Das ist was ganz Besonderes. Man muss nur wirklich raus aus den üblichen Touristenansammlungen und rein in die kleinen Wasserstraßen und Gässchen. Genau, das haben wir getan. Ja, zu den Leuten gehen, die hier leben, ne? Und versuchen, ein guter Gast zu sein, sodass diese Stadt noch lange gerne Gäste empfängt. Ganz genau. Und da sind wir mit gutem Beispiel vorangegangen. Ja, alles Liebe und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wir würden uns sehr Ciao freuen. aus Bella Venezia. Ciao, ciao.